Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kali-Blogs. Diesmal mit dem Thema Kali als Heldenreise. In meinem letzten Blog habe ich das Stichwort Heldenreise benutzt. Das war der Blog zum Jahreswechsel bei den Neujahrsgrüßen und es gab Rückfragen, was ich denn mit so einer Heldenreise meine. Heldenreisen sind uns natürlich bekannt. Wir kennen dieses Motiv aus Filmen und der Literatur. Viele Kampfkunstfilme zeigen Heldenreisen als solche. Aber bezugnehmend auf das Training der Kampfkünste wird der Begriff eher selten verwendet. Obwohl er meiner Ansicht nach gerade hier wunderbar passt. Also dieser Blog mit dem Thema Kali als Heldenreise. Bevor ich aber direkt in Medias Res gehe, zuvor noch kurz etwas zum Format dieses Blogs. Ich werde in Zukunft öfters Blogs in deutscher Sprache machen, wahrscheinlich mehr Deutsch als Englisch. Ich denke, es gibt doch schon reichlich englischsprachige Blogs zum Thema Kampfkunst. Wenn Interesse an Englisch besteht, okay, meldet euch, dann mache ich das vielleicht auch öfters. Ich möchte in diesen Blogs immer wieder auch mal praktische Übungen zeigen, vor allem aber Ideen, Konzepte, Hintergründe und das Mindset der Kampfkunst Kali soll Thema in diesem Blog sein. Techniken oder Drills, praktische Übungen schon, jedoch gehören die meiner Ansicht nach ins praktische Training. Da sollte die Möglichkeit bestehen, sich anzufassen, zu spüren, wie viel Kraft, Schnelligkeit und Energie da mitspielen bei diesen Bewegungen. Praktische Übungen im praktischen Training. Soloübungen, Theorie und Abstraktes im Blog. So kann die Theorie vertieft werden, es gibt ausreichend Zeit, die Themen zu besprechen, es kann diskutiert werden und das praktische Training fokussiert sich auf die Partnerübungen, das praktische Training mit Partnern, wie es sein soll. Ich denke, so ergänzen sich praktisches Training und Blog wunderbar. Ich möchte in diesen Blogs auch gerne auf Fragen eingehen, die ihr habt, wenn es Themen gibt, die euch interessieren oder beschäftigen. Lasst euch hören, schreibt mir bitte in einem der vielen Messengers, ich bin in fast allen erreichbar, ruft mich an oder schreibt hier in den Kommentaren. Wenn es etwas ist, von dem ich denke, das ist von allgemeinem Interesse, dann werde ich da gerne auch einen Blog zu dem Thema machen. Und ansonsten, ich freue mich über Anregungen und antworte gerne. Okay, lasst uns jetzt mit dem Thema beginnen. Kali als Heldenreise. Vor einiger Zeit in einem Gespräch habe ich mal spontan gesagt, Kali ohne Transformation, das ist Gymnastik. Ohne jetzt Gymnastik abwerten zu wollen. Und es gibt auch Gymnastik mit Transformation. Aber Kali ohne Transformation, das ist Gymnastik. Da fehlt was. Mit Transformation wird Kali zur Heldenreise, meiner Ansicht nach. Oder umgekehrt, als Heldenreise ermöglicht Kali die Transformation. Deswegen dieser Blog zum Thema Heldenreise. Das Motiv der Heldenreise ist uns bekannt aus vielen Filmen und Erzählungen. Herr der Ringe, Star Wars, Matrix, Disneys Lion King, Spider-Man, Harry Potter, Karate Kid. Eine Liste, die sich sehr lange fortsetzen lässt. Und ihr seht hier jetzt gerade auch eine Infografik, die von Sarah McGuire erstellt wurde. Es ist auch verlinkt, wo diese Sachen herkommen, könnt ihr euch gerne anschauen. Und wenn ihr euch das mal in Ruhe anschaut, dann werdet ihr sehen,
Es ist schon interessant, erstaunlich, all diese Filme laufen irgendwie nach dem gleichen Schema ab. Die kommen aus unterschiedlichen Genres, aber irgendwie sind sie doch alle gleich oder zumindest sehr ähnlich. Es geht immer irgendwie um einen Helden, der am Anfang eher der unwahrscheinliche Held ist, der sich dann aus irgendwelchen Gründen, oft ein äußerer Anlass, zu einer Reise ermuntert wird. Auf dieser Reise, eben der namentlichen Heldenreise, findet er Verbündete, die ihm helfen, oft magische Verbündete, Freunde, er sammelt Erfahrungen, er wird stärker und weiser. Und der Held oder die Heldin schafft es dann schließlich, die ihm gestellte Aufgabe zu lösen, zu bewältigen und kehrt in seine Alltagswelt zurück, als ein Mensch, der neue Erfahrungen gesammelt hat, weiser, stärker, abgeklärter. Das ist eine Geschichte, die, wie gesagt, in vielerlei Versionen immer wieder vorkommt. Wenn ihr den Links folgt, die ich euch gegeben habe, dort findet ihr auch mehr Erläuterungen zu dem Thema und Bezüge zu dem Buch von Joseph Campbell, The Hero with 1000 Faces. Das Buch ist, glaube ich, 1949 erschienen und in dem wird dieses Schema der Heldenreise, Monomyth genannt, genauer beschrieben, und interessanterweise wurde daraus dann später zum Beispiel auch ein Arbeitsmanual, eine Anleitung für Hollywood-Drehbuchautoren erstellt. Was könnte diese Heldenreise für einen Kali-Übenden oder Kampfkunst, Selbstverteidigungskunst-Übenden bedeuten? Naja, lasst uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Die verschiedenen Stationen zu einer Heldenreise lassen Sie unterschiedlich einteilen. Was man immer wieder findet, am Anfang ist der vertraute Alltag, dann gibt es einen Ruf, der in irgendeiner Form erfolgt, der Alltag wird unterbrochen, vielleicht sogar mit einer anfänglichen Weigerung, dann letzten Endes folgt die Heldin oder der Held dem Ruf, er bricht auf, die erste Schwelle wird überschritten. Es gibt einen Weg mit verschiedenen Prüfungen auf der Reise und irgendwann mal kommt es dann zur höchsten Prüfung, den buchstäblichen oder sprichwörtlichen Kampf mit dem Drachen. Und der Held oder die Helden kehren zurück und finden ihren Alltag wieder, bewältigen ihn aber oder erleben ihn auf andere Weise. Wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, am Anfang steht, wie gesagt, der vertraute Alltag. Der Held befindet sich am Anfang in seiner vertrauten Umgebung und lebt seinen Alltag. Und dann, ja, wie sieht das denn aus? Ja, Peter Parker, der lebt als Nerd bei seiner Tante und wird vom Klassenbully Flash Thompson drangsaliert. Luke Skywalker lebt auf seiner Wasserfarm in Tatooine. Selbst mein persönlicher Kampfkunstweg hat Elemente einer solchen Heldenreise. Ich war ein normaler, vielleicht nicht sonderlich sportlicher Schüler der 1. Klasse in der Grundschule. Und auch in meiner Klasse damals gab es einen Klassenbully. Die gab es schon damals, vor 50 Jahren. Meiner hieß nicht Flash Thompson, den Namen habe ich vergessen. Aber er hatte Judo trainiert und benutzte seine Würfe gegen arglose Mitschüler. Das war so der Alltag und dann wird der Alltag unterbrochen. Es gibt den Ruf. Bei Harry Potter, der erhält die Einladung zur Zaubererschule in Hogwarts. Luke Skywalker sieht von R2-D2 das Hologramm, den Hilferuf von Prinzessin Leia. In meinem Fall war es tatsächlich der Nachbarsjunge, der mir beim Spielen gesagt hat, du, mein Papa, der baut für einen Sensei eine Karateschule auf, die wird neu eröffnet und der Sensei, der war fast Weltmeister und er ist auch fast Japaner. Willst du mitkommen? So wurde der Ruf an mich herangetragen. Und da ich nicht warten konnte, bis mich eine radioaktive Spinne beißt, okay, ja, probieren wir es aus. Ja. Das Abenteuer begann.
Meiner Ansicht nach, der Ruf zur Selbstverteidigung ist ein Ruf, den ein jeder erreicht. Wir alle erhalten diesen Ruf immer wieder, mehrmals in unserem Leben. Das passiert durch die Medien, was wir so alles lesen, Berichte aus dem persönlichen Umfeld oder sogar unmittelbar persönliche Erlebnisse, die man gehabt hat, die einen dazu bringen, sich zu fragen, hey, wäre es nicht cool, wenn ich mich ein bisschen selbst verteidigen könnte? Ich glaube sogar, dass es da gar nicht den Anreiz von außen braucht, weil meiner Ansicht nach ist der Wunsch nach Stärke und Souveränität uns sogar ein natürliches inneres Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob das so ist, da gibt es vielleicht Experten, die da ein bisschen mehr dazu sagen können, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es so wäre, sagen wir es mal so. Der Ruf zur Selbstverteidigung erreicht jeden und die Weigerung vor dem Aufbruch, wie es in der Heldenreise auch schematisch oft beschrieben wird, ist auch typisch für den Ruf zur Selbstverteidigung. Die Bequemlichkeit ist einfach stark und findet viele Entschuldigungen, den Aufbruch zu verschieben. Zu alt, zu jung, erst mal fit werden. Ich, ja, keine Zeit. Das ist was für die anderen. Es sind natürlich Ausflüchte und Entschuldigungsversuche. Es sind keine triftigen Gründe und eigentlich eher der Versuch, das Unvermeidliche zu vermeiden. Und wie in den Heldengeschichten, wenn dem Ruf nicht gefolgt wird, wird der Ruf erneuert. So ein Ruf kann hartnäckig sein. Folgt man dem Ruf, dann beginnt der eigentliche Aufbruch. Die Schwelle wird überschritten, die eigentliche Heldenreise beginnt. Für den Kampfsportler ist es dann vielleicht der Gang zum ersten Kurs. Die Bequemlichkeit wird überwunden. Man packt die eigene Sporttasche und zieht ins Unbekannte. Hat doch schon ein bisschen etwas vom Herr der Ringe. Und ja, dann beginnt der Weg der Prüfungen. Auf dieser Heldenreise gibt es oft, ja, am Anfang mal ein anfängliches Scheitern. Es gelingt nicht immer alles gleich. Auch im Kampfsportbereich ist das so, ja, wie Spider-Man am Anfang probiert hat, was kann er denn alles machen und wie geht es. So ist es auch im Kampfsportbereich, man muss das mal probieren. Und vielleicht kommt auch ab und zu das Gefühl auf, oh, was anderen leicht fällt, das kostet einem selber Mühe und vielleicht sogar ein bisschen Überwindung. Dann fragt man sich, ist das vielleicht die falsche Sportart für mich? Sollte ich wechseln? Habe ich den falschen Trainer? Muss man drüber nachdenken, Erfahrung sammeln. Vielleicht hat man es auch mal probiert, nicht gleich den großen Schritt zu machen und probiert erst mal einen Wochenendkurs oder besorgt sich ein Buch oder ein Video, mit dem man ein bisschen üben möchte. Ja, und das ist dann, ich würde sagen, ein bisschen wie eine Diätmahlzeit. Ja. Das macht Appetit auf mehr und befriedigt nicht. Ja, wenn man mit der Reise beginnt, so richtig, wenn man weiß, dass man einen Mentor findet, einen Trainer findet, den magischen Zauberer, der einem durch diese Reise hilft. Wenn die Prüfungen schwerer werden, ja, natürlich, auch das passiert in der Kampfsport- oder Kampfkunstentwicklung, braucht man weitere Hilfen und man hat weitere Irrungen. Bei mir war es zum Beispiel auf dem Weg der Kampfkunst, der Selbstverteidigung so, dass ich die Kampftechniken zur Selbstverteidigung trainieren wollte. Und nach gar nicht allzu langer Zeit, einem halben Jahr, einem Jahr, war mein Interesse an den bestandenen Gürtelprüfungen. Und die Selbstverteidigung wurde ein bisschen vergessen. Und nach, ich glaube, 2 Jahren, da hatte ich gleich meinen ersten Wettkampf gewonnen. Oh, das war ein gutes Gefühl. Das hat Freude gemacht, dass ich das eigentlich wichtige Ziel aus den Augen verloren habe. Wettkämpfe waren cool. Gürtelprüfungen waren schön. Und Selbstverteidigung, naja, erst neue Erlebnisse mit Straßengewalt, die zeigten mir, dass ich zwar Turniere gewinnen konnte,
aber auf dem falschen Weg war, um mit der realen Gewalt außerhalb des sportlichen Umfeldes wirklich umgehen zu können. Da fehlte etwas Entscheidendes. Das waren so die anfänglichen Irrungen. Und dann ging meine Reise in meinem Fall weiter von Reutlingen aus, wo die Reise gestartet hat damals, nach andere Städte in Deutschland, immer weiter weg, nach Hongkong, nach Amerika und den Philippinen. Kali habe ich dann angefangen in Amerika zu trainieren und da habe ich dann, würde ich sagen, meinen ersten Kampfkunst, Selbstverteidigungsmeister, Lehrmeister getroffen. Das war damals Greg Allen, möge in Frieden ruhen, er ist letztes Jahr verstorben. Über 5 Jahre habe ich immer wieder bei ihm in den USA trainiert und ihn nach Deutschland eingeladen. Er war der erste Meister, der mir mehr als Techniken geben konnte, bei dem vieles, was da war, wirklich Sinn gemacht hat, über das Kämpfen hinaus auch. Er hat mich damals dann auch auf die Philippinen gebracht und das waren dann auch nochmal über 20 Jahre, in denen ich mehrmals im Jahr, oft mehrere Monate bei der Familie meines asiatischen Meisters gelebt habe, Kali trainiert habe, ihn auch einmal oder mehrmals im Jahr nach Deutschland und Europa eingeladen habe, mit ihm dann herumgereist bin. Und dabei habe ich vieles erlebt und viele Erfahrungen gesammelt. Prüfungen wurden immer schwerer, kann man auch sagen, in irgendeiner Form. Dabei kommt die Inspiration von allen Seiten, nicht nur von meinem Lehrmeister. Ich habe auch dann das Glück gehabt, mit polizeilichen und militärischen Spezialkräften sehr eng zusammen trainieren zu dürfen. Mit einen von diesen Einheiten habe ich seit mehr als 15 Jahren ein sehr enges Verhältnis, die ich als ziviler Contractor trainiere. Und immer noch sind wir da aktiv in der Richtung. Oft kommen Hilfestellungen, wenn man es am wenigsten erwartet hat, wenn man nur offen ist für die Dinge, die so passieren. Seien es Anregungen aus Büchern, Filmen, Tierbeobachtungen oder wie in einem Film ein Ast, der von einem Baum abbricht und einem aus dem unerwarteten Winkel trifft, sodass man etwas Neues dabei entdeckt. Die Bemerkung eines Freundes kann auch sehr viel machen. Ja, zum Beispiel, Entschuldigung, kein Kaffee, Wasser. Zum Beispiel das Motiv der Heldenreise, um darauf zurückzukommen, wurde angeregt durch eine Bemerkung eines meiner Freunde. Zum Jahreswechsel hat er mir aus Spaß, Juxendollerei, mein Jahreshoroskop für 2021 vorgelesen. Und da ist auch das Stichwort der Heldenreise gefallen. Das war die Inspiration, um das Thema nochmal aufzugreifen, eben auch in diesem Blog. Ja, Trainingskameraden helfen natürlich mit ihren Erfahrungen in der Kunst oder anderen Lebensbereichen, helfen sie einem voranzukommen. Trainingskameraden sind sehr, sehr wichtig. Aber auch Tradition kann tatsächlich Hilfe sein. Denn wenn es schwierig wird, wenn man das Gefühl hat, hier komme ich jetzt gerade nicht mehr so richtig voran, dann kann Tradition einem Halt geben, ein Zuhause bieten, das Gefühl aufgehoben zu sein und man bleibt ein bisschen länger bei der Stange. Aus dem Vertrauen heraus, das hat ja schon funktioniert. Ich mache etwas Bewährtes. Auch Trainingsräume können in diesem Sinne tatsächlich hilfreich sein, denn Trainingsräume sind im Endeffekt nichts anderes als manifestierte Tradition und in irgendeiner Form magische Räume. Jeder Trainingsraum hat irgendwo sein eigenes Flair.
das widerspiegelt die Menschen, die da drin trainieren. Und das sind alles Hilfen auf dem Weg des Helden. Irgendwann mal findet man vielleicht die eigene individuelle höchste Prüfung, den Kampf mit dem Drachen. Diese Meisterprüfung, wie man es ja auch gerne oft in der Kampfkunst verwendet, im Schema der Heldenreise erweist es sich häufig als Kampf gegen die eigenen inneren Widerstände und Illusionen. Ich glaube, auch bei der Meisterprüfung ist das auch etwas, was immer wieder so passiert. Es werden Illusionen aufgebaut, es gibt Widerstände, diese Illusionen, sich davon zu trennen und irgendwann auf dem Weg findet der Übende seine individuelle Meisterprüfung. Ein wichtiges Element der Reise, damit ist es noch nicht vorbei, der Schwarzgurt reicht nicht. Ein wichtiges Element der Reise ist die Rückkehr. Ohne Rückkehr wäre die Reise nicht komplett. Das ist dann das zweite Überschreiten der Schwelle. Oft ist es so, dass der Held am Anfang zögert, zurückzukehren in die Welt seines Alltags, weil der Alltag war ja jetzt nicht unbedingt so aufregend und interessant, wenn man die Heldenreise bewältigt hat. Das ist doch was Tolles. Und es sind dann eher äußere Umstände oder innere Beweggründe, die die Helden dazu bringen, in ihren Alltagswelt zurückzukehren. Und das finden wir auch bei Kampfsportlern. Ja, der Kampfsportler hält sich gerne in der Welt seines Sports auf. Wettkämpfe bieten einen festen Rahmen oder der Kampfkünstler bleibt gerne in der Welt seines Klosters, vielleicht sogar buchstäblich, weil alles ist schön geordnet. Es gibt Regeln, man weiß, wann was zu tun ist, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Und das macht doch alles schön einfach. Aber das Leben ist komplex und das Leben selber als Ganzes nötigt uns immer wieder Kompromisse ab, die in einem festgefügten, geordneten Lebensablauf gar nicht mehr wahrgenommen werden. Doch früher oder später, meiner Ansicht nach, meldet sich das Leben. Leben ist, ich würde sagen, Ordnung im Chaos. Und wenn sich das Chaos meldet, was früher oder später passiert, dann wird erkannt, es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß. Die Gewalt und die Folgen von Gewalt sind nicht schön. Man mag das vielleicht so erleben in einem Film oder auf einem Turnier. Aber wenn man selbst beteiligt ist, ein Kampf kann nicht gewonnen werden. Es geht immer nur darum, Schaden zu minimieren. Und erst wenn man erkennt, dass diese Welt, in der man sich aufhält, eben nicht die wirkliche Welt ist, dann überschreitet der Held seine Schwelle und kehrt in die Welt zurück, aus der er ursprünglich aufgebrochen war. Und das ist nicht immer einfach und dort wird oft auch, muss man sich neu orientieren, andere reagieren vielleicht mit Unverständnis. Und der Held muss das auf seiner Reise Errungene und Gelernte irgendwie in das Alltagsleben wieder integrieren. Ich habe auch solche Erfahrungen immer wieder gemacht, die Erlebnisse, speziell während meinen Philippinenreisen, wenn wir dort eben auch zum Beispiel im militärischen Kontext trainiert haben oder im Dschungel-Survival-Ausflüge gemacht haben. Das waren doch sehr prägende Erfahrungen. Und wenn ich dann zurückgekehrt bin und dann wieder in das zivilisierte, in Anführungsstrichen, Leben in Reutlingen mich eingliedern musste, das war teilweise gar nicht mehr so einfach. Und es war mitunter wirklich surreal, das Gefühl, einfach auf einem festen Gehweg gehen zu können und
war wirklich mitunter interessant. Meine Freunde haben mich damals und meine Schüler haben mich oft auch damals darauf angesprochen, wie ich mich nach meinen Auslandsaufenthalten, den Trainingsaufenthalten verändert hatte, wie sich das Training verändert hatte und nicht immer so, dass es den Leuten gefallen hat. Da musste ich mich erst wieder orientieren. Hat der Held aber eine gelungene Rückkehr, schafft der Held oder die Heldin es, das Alltagsleben mit dem neu erworbenen Wissen und den Fähigkeiten zu verbinden, dann kann er die Gesellschaft daran teilhaben lassen. Mit einer gelungenen Rückkehr wird er oder sie zum Herren zweier Welten und kann als Lehrer, und ich sage das jetzt auch in Abgrenzung vom Trainer, wirklich aktiv werden und seine Weisheit, sein Können mit anderen Menschen teilen. So könnte die Kali-Heldenreise aussehen. Das ist natürlich eine individuelle Sache. Und warum eigentlich ist das interessant? Wissen muss man das eigentlich nicht. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kann man gut erkennen, dass das Wert des Trainings der Selbstverteidigungskunst, Kampf- und Bewegungskunst Kali über Fitness und bloße Selbstverteidigung hinausgeht. Wir erleben uns beim Training in einer dynamischen Gesellschaft mit anderen. Und ein meiner Ansicht nach sehr wichtiges Element der Heldenreise ist eben die Rückkehr des Helden in die normale Welt. Kali ist verbunden mit dieser normalen Welt. Ohne diese Rückkehr wäre es eben keine Heldenreise, sondern wir würden sagen, es ist ein Abenteuerfilm oder ein Actionfilm. Dem Helden oder einer ihm nahestehenden Person geschieht etwas großes Unrecht und der Held zieht los, um sich zu rächen. Dabei entstehen immense Kollateralschäden, zerstörte Häuser, viele unschuldige Tote und Verletzte. Das ist keine Seltenheit. Schaut euch mal Phantomkommando oder diese ganzen Filme an. Der Film endet mit dem, in Anführungsstrichen, Erfolg des Helden. Er hat seine Rache, befreit vielleicht sogar seine Geliebte. Und der Film endet, bevor der Held in sein normales Leben zurückkehrt. Der Held hatte ein Abenteuer, bleibt aber im Wesentlichen unverändert. Es gibt keine Transformation des Helden. Das wäre ein Actionfilm, aber eben keine komplette Heldenreise. Es fehlt die Rückkehr. Wenn wir uns Kali betrachten, dann kann jede Person ihre eigene Heldenreise erleben. Kali als Heldenreise ist ein Weg, sich selbst zu erfahren. Und tatsächlich ist es nicht eine große Heldenreise, sondern die große Heldenreise, die besteht aus vielen kleinen Reisen. Jedes Kali-Training bei einem guten Kali-Lehrer ist eine kleine Heldenreise für sich. Wir brechen aus dem Alltag aus, gehen zum Training. Wir sammeln, angeleitet von unserem Trainer und mit der Hilfe der Trainingskameraden, neue Erfahrungen und Erkenntnisse, die uns helfen, wenn wir aus dem Training wieder in den Alltag gehen. Kali ist mehr als Kraft, Ausdauer, Leben. Es ist individuell für dein Ich. Kali. Kali ist Training für das Leben. Ich hoffe, euch ein paar Gedankenanstöße gegeben zu haben mit diesem Blog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ist doppelt so lang geworden, wie ich vorhatte. Freue mich, dass ihr noch da seid.
Und wenn es euch ein bisschen was gegeben hat, wenn ihr denkt, dass das für andere auch interessant ist, dann gebt bitte euer Like, abonniert und all diese Dinge, die ihr schon 1000-mal gehört habt, macht's jetzt einfach mal und empfehlt das Ganze weiter. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank, alles Gute, bleibt gesund, haltet Körper und Verstand scharf. Kalion.